Obi verkauft diese kleinen Stromzählerauslese hier gerade für unter 15 Euro und ich behaupte, das ist eine kleine Sensation, denn zu diesem Preis gibt es bisher schlicht nichts Vergleichbares, weder für Einsteiger noch für Fortgeschrittene. Ich habe mir das Ding hier ein paar Tage bei mir am Zähler angeschaut und zeige dir heute zwei Dinge. Erstens, lohnt es sich für Einsteiger und was kann die App wirklich? Und zweitens, für alle, zum Beispiel mit Home Assistant, wie du diese Daten hier in Home Assistant holst. Einmal mit der Obi Cloud, aber auch komplett ohne die Obi Cloud und App. Los geht's! Und damit moin und herzlich willkommen zu Smart Home aber sicher, ich bin Joachim. Das Gerät hier hat mir Obi kostenlos zur Verfügung gestellt. Mehr steckt aber nicht dahinter, kein Honorar, keine Vorgaben, meine Meinung, mein Video. Smart Meter und Deutschland. Das ist ja ein absolutes Trauerspiel. Gerade mal rund 5% aller Zähler sind hierzulande bisher ein echter Smart Meter, obwohl das ja für beide Seiten handfeste Vorteile hätte. Die meisten von uns haben stattdessen einen einfachen digitalen Zähler, der heißt im Fachjargon moderne Messeinrichtung. Ja, kurz zur Abgrenzung, weil das oft verwechselt wird, ein echtes, intelligentes Messsystem, also der eigentliche Smart Meter, ist diese moderne Messeinrichtung plus ein Gateway, das die Daten an den Netzbetreiber schickt. Und genau an diesem Gateway, da hakt es hierzulande oft noch. Und entsprechend haben die Leute, so auch ich hier zu Hause, einfach nur so eine intelligente Messeinrichtung. Und wir haben eben dann hier nur so eine optische Schnittstelle vorne dran, um die Daten lokal auszulesen. Und trotzdem treibt irgendwie jeden, der einen Smart Home hat, die Frage um, wo geht die ganze Energie eigentlich hin? Und genau da setzen Geräte wie dieser Obi Energy Tracker dann an. Das Ganze besteht hier aus zwei Teilen. Einmal habe ich hier den Sensor, der ist magnetisch und wird auf die optische Schnittstelle des Zählers gesetzt. Und dann habe ich hier die Bridge, die die Daten per Funk bekommt und dann ins WLAN weiterreicht. Der offizielle Verkaufspreis bei Obi sind 30 Euro, so war es auch noch, als ich mein Gerät bekommen habe. Aktuell gibt es ihn aber auch schon oft um die 15 Euro. Ja, und jetzt zum Warum. Was gab es denn bisher Vergleichbares? Der wahrscheinlich bekannteste Vergleich ist der Tipper-Puls. Der kostet für Nicht-Tipper-Kunden rund 130 Euro. Und nutzen kannst du ihn zwar auch ohne Tipper-Stromtarif, aber dann auch nur eingeschränkt. Ich selbst hatte den Tipper-Puls mehrere Jahre selbst, zusammen mit einem Tipper-Stromtarif im Einsatz. Und davor bin ich noch einen anderen Weg gegangen. So ein Infrarot-Lesekopf mit USB, den man dann auf den Zähler klemmt, dazu einen Raspberry Pi und eine absolut krude Konsolensoftware, Stichwort Volkszähler und VZ-Logger. Ja, das hat bei mir funktioniert, ist aber definitiv nur was für Leute, die absolut viel basteln wollen. Ja, und genau deshalb finde ich das Obi-Gerät hier so interessant. Ja? Persönlich gekauft hätte ich es mir jetzt wahrscheinlich nicht. Ich habe mittlerweile von meiner PV-Anlage ohnehin schon ein eigenes Messgerät direkt hinter dem Stromzähler hängen, das in mein Smart Home integriert ist. Aber genau deshalb habe ich das Testgerät hier gerne angenommen, weil für 15 Euro bekommt der Einsteiger hier eine fertige App und der Fortgeschrittene, wie wir gleich sehen werden, ein Gerät, das man sich sogar komplett lokal ins Smart Home holen kann. Aber bevor ich darauf eingehe, schauen wir uns erstmal an, wie das Gerät ein Einsteiger verwenden sollte. Ja, und damit kommen wir jetzt auch gleich zum ersten Kuriosum. Die Funktion steckt hier nämlich in der ganz normalen Obi-App. Die fühlt sich erstmal an wie Shopping, also Marktsuche, Produkte, Einstellungen. Ja, das ist es ja auch irgendwie primär. Aber wenn man hier auf Profil geht, dann findet man hier den Energy Tracker als eigenen Punkt. Ja, das ist erstmal ungewöhnlich, aber hey, es funktioniert. Das Koppeln von der Bridge und dem Sensor, das ist dann bei mir total geradlinig abgelaufen. Es wird jeder Schritt in der App auch wunderbar erklärt. Ein Punkt, wo man vielleicht hängen bleiben könnte, wenn man das erste Mal macht. Mein Zähler hier, der war schon entsperrt. Der liefert über die Schnittstelle Daten, weil ich ihn vorher mit dem Tipper-Puls und mit anderen Lesegeräten genutzt habe. Aber wenn du das zum ersten Mal machst, kann es sein, dass dein Messstellenbetreiber den Zähler gesperrt hat und du musst ihn einmalig mit einer PIN freischalten. Die bekommst du, darauf hast du einen Rechtsanspruch, aber du musst sie einmal beim Messstellenbetreiber anfordern. Viele haben dafür ein eigenes Kontaktformular. So, jetzt machen wir aber mal einen kleinen kurzen Rundgang durch die App. Ja, wir starten hier in der Übersicht. Hier siehst du den Energy Tracker und die Bridge, also sofort den Zustand von Bridge und Sensor. Ist alles verbunden, kommen hier die Daten rein. Dann die Verbrauchsauswertung. Die finde ich für Einsteiger wirklich gut gemacht und gut gelungen. Ganz oben die absoluten Zählerstände.
getrennt nach Verbrauch und nach Einspeisung. Darunter dann ein Tagesüberblick, ja, als Balken, was war heute los. Und wenn ich eben tiefer gehen will, dann schaue ich in die Analyse und da kann ich zwischen Tag, Monat und Woche entsprechend wechseln und sehe meinen Verlauf im Tagesverlauf dann auch richtig als Kurve. Ja, und für alle, die es nicht so genau brauchen, gibt es weiter unten dann auch die Möglichkeit, das in 4-Stunden-Blöcken aggregiert zu sehen. Was war morgens, nachmittags, abends in meinem Haus los. Ja. Hier sieht man typisch meine schöne PV-Solarglockenkurve von meiner PV-Anlage. Mittags 5 Kilowatt Einspeisung, ja, ist gutes Wetter mit den typischen Einbrüchen, wenn man eine Wolke vorbeizieht oder die Spülmaschine läuft und in der Nacht ein dicker Brocken, ja, das ist mein E-Auto, was dann mit rund 11 Kilowatt lädt. Das sieht man hier natürlich sofort. Ja, und du kannst die Daten hier als CSV herunterladen. Ich habe mir den Export mal von einem Tag genauer angeschaut. Und da sieht man dann wirklich schön, was in so einem Haushalt los ist und kann das Ganze mit seiner bevorzugten Tabellenkalkulation zum Beispiel genauer auseinandernehmen. Ne? Die Werte liegen dabei im 5-Minuten-Takt vor. Was ich besonders spannend finde, ich bin ja ein Fan davon, den Standby-Verbrauch im Blick zu haben und auch aufs Übelste zu optimieren. Du gehst auf einen abgeschlossenen Tag und scrollst dann runter und siehst hier unten dann den Standby-Verbrauch, den die App aus den Daten raus analysiert. Also gleichzeitig nicht nur die Watt, sondern auch den Anteil am Tagesverbrauch. Das finde ich sehr plakativ, um ein Gefühl zu bekommen, was das denn in meinem Haushalt so ausmacht. Ja, bei mir funktioniert das nur eingeschränkt, weil ich habe einen Heimspeicher und wenn der geladen ist, dann gleicht er in der Nacht den Standby-Verbrauch natürlich locker aus, sodass man am Netzübergabepunkt, wo ja das Obi-Gerät tatsächlich misst, nicht wirklich auf den tatsächlichen Standby-Verbrauch schließen kann. Also wenn du Heimspeichernutzer bist und das analysieren möchtest, dann solltest du den einfach mal einen Tag deaktivieren. Also ehrliches Zwischenfazit, für Einsteiger ist das absolut rund. Günstig, einfach, die App macht ihren Job und wenn du jetzt schon neugierig bist, den Link zum Obi Energy Tracker findest du natürlich in der Videobeschreibung und wenn du ihn über den Link von mir kaufst, unterstützt du meinen Kanal, ohne dass du mehr bezahlen musst. Aber, und jetzt kommt natürlich mein Aber, das Ding läuft komplett über die Obi Cloud, also ohne Internet, keine Funktion und eine offizielle Smart Home Integration, zum Beispiel in Home Assistant, die gibt es aktuell zumindest noch nicht. Aber etwas finde ich bei aller Kritik an Cloud-Lösungen absolut klasse. Und zwar hat Obi hier eine eigene Data Act-Seite. Ja, da steht wirklich drin, was das Gerät macht. Und zwar völlig transparent, wie es kommuniziert, verschlüsselt per MQTT, im JSON-Format, die Zählerstände alle 5 Minuten und das unterm Strich also hier 19 Megabyte an Daten etwa im Monat entstehen. Sogar die genauen Werte, die ausgelesen werden, Bezug, Einspeisung, aktuelle Leistung, das ist hier alles transparent und auch für den Laien meiner Meinung nach gut verständlich aufgelistet. Und auf dem Gerät selbst liegen auch tatsächlich nur die technisch nötigen Daten. Ne? Diese Offenheit ist zwar eine Pflicht, die sich aus dem EU Data Act ableitet, aber so sauber und verständlich aufgelistet setzen das die wenigsten Hersteller um. Dafür von meiner Seite ein dickes Lob. Jetzt haben ja viele von euch, so wie ich, Home Assistant als Smart Home Zentrale und wollen die Werte vielleicht direkt da drin haben. Ne? Und dafür gibt es tatsächlich verschiedene Lösungen. Im Community Store, also im HACS, gibt es tatsächlich eine inoffizielle Integration, die hier ein Entwickler gebaut hat. Die installierst du, gibst deine Hey Obi Zugangsdaten ein und dann tauchen deine Zählerstände direkt als Sensoren in Home Assistant auf. Ne? Für viele wird das wahrscheinlich auch schon reichen. Verbrauch, Einspeisung sind in Home Assistant und du kannst sie im Dashboard und in Automationen auswerten. Na, aber, und das ist der Haken, die Integration holt die Daten nicht vom Gerät, sondern von der Obi Cloud. Ne? Sie meldet sich mit deinem Hey Obi Login an und fragt Obi Server ab. Heißt, ohne Cloud läuft hier immer noch nichts. Ja? Deine Daten laufen weiter über Obis Server. Das ist inoffiziell, das heißt, wenn Obi die Schnittstelle mal ändert, ist das hier erstmal kaputt und funktioniert erstmal nicht. Aber jetzt kommt's. Für alle, die weitergehen wollen, gibt es noch ein weiteres Projekt und zwar hier die Obi Energy Tracker Local Cloud. Die Community hat das Gerät nämlich schon komplett auseinandergenommen und man kann diese Bridge hier so umbiegen, dass sie ihre Daten gar nicht mehr zu den Obi-Servern bei Amazon schickt, sondern direkt auf einen Server bei dir zu Hause. Ja, und wer will, kann sogar dem Gerät eine eigene quelloffene Firmware verpassen. Ja, danach tauchen die Sensoren, also die Werte, die ausgelesen werden, sogar automatisch in deiner Home Assistant Installation auf. Ich zeige dir mal grob, wie das konzeptionell aussieht.
Und zwar hat der Maintainer hier in dem GitHub-Repository netterweise eine schöne Erklärgrafik gemacht. Ne? Wir sehen hier auf der linken Seite den Stromzähler, der eben über so eine infrarot-optische Schnittstelle die Daten bereitstellt an den Leser, also hier an unseren Sensor, den Obi bereitstellt, oder ein anderes Lesegerät. Das funkt dann hier eben über 868 MHz seine Daten an die Bridge, also das weiße Gerät hier. Und die Bridge, die baut dann eben über eine verschlüsselte MQTT-Verbindung zu einem Cloud-Server Verbindung auf und überträgt diese Daten, nachdem sie durch die HeyObi-App hier entsprechend gepaart wurde mit dieser ganzen Konstellation. Ja? Und das Besondere ist jetzt eben, hier wird von Amazon Web Services ein IoT-Protokoll verwendet, was soweit offen dokumentiert ist, dass man dieser Bridge auch sagen kann, dass sie sich mit einem anderen Server verbindet. Und dann kann entsprechend hier dieser Cloud-Server eben ein lokal bei dir gehostetes System sein, was auf deinem Raspberry Pi oder was auch immer du als Heimserver hast, neben deinem Home Assistant dann einfach koexistiert und die Daten der Bridge entgegennimmt, ohne dass du den Code auf dieser Bridge hier überhaupt einmal anfassen musst. Ja, und jetzt könntest du einwenden, natürlich läuft hier jetzt noch eine Firmware, die Obi entwickelt hat und die vielleicht auch noch andere Dinge macht, als sich mit der Amazon Cloud zu verbinden. Deswegen hat der Entwickler hier in dem Repo auch noch eine Firmware bereitgestellt, die man hier drauf programmieren kann und die dann quasi die Obi-Software hier drauf ersetzt durch eine quelloffene Software, die du hier im Repository dir auch einmal anschauen kannst. Ja, und damit läuft dann das Tracker-System hier komplett offline, in Echtzeit, direkt in Home Assistant. Die ganze Arbeit dahinter, die steckt in diesem GitHub-Repository. Ich verlinke es dir natürlich in der Videobeschreibung. Klick mal da rein, klick mal da durch, wenn dich das ganze Thema interessiert. Das hier Schritt für Schritt nachzubauen, das würde jetzt dieses Video hier sprengen. Aber Frage an dich, willst du es sehen? Soll ich das Ganze mal nachbauen? Dann schreib mir jetzt lokal in die Kommentare. Wenn genug Interessenten zusammenkommen, mache ich daraus ein eigenes Video und zeige dir den ganzen Weg vom Umbiegen der Cloud bis zum Beweis, dass wirklich kein Byte mehr in die Cloud geht. So, und eine gute Nachricht zum Schluss, gerade für alle, die jetzt eben nicht selbst hier basteln wollen. Obi hat schon angekündigt, was alles als nächstes kommt. Eine offizielle Home Assistant-Integration, ein Live-Modus mit Werten im Sekundentakt, mehrere Sensoren an einer Bridge betreiben zu können und ein Verbrauchsvergleich mit anderen Haushalten. Also vieles, was heute noch Community-Bastelei ist, kommt also vielleicht bald ganz offiziell. Und dann wird das kleine Ding hier noch spannender. Und wenn du das Gerät jetzt ausprobieren magst, egal ob als Einsteiger oder Fortgeschrittener, kauf deinen Obi Energy Tracker über den Link in der Videobeschreibung. So unterstützt du meinen Kanal, ohne dass es dich auch nur einen Cent mehr kostet. Ja, und damit war es das für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, pass auf dich und dein Smart Home auf. Dein Joachim.